Und ich meine, das ist ja auch was ich jetzt schon 26 Jahre oder was mache, diese Ursprungsnamen. Und also ich erzähle es jetzt einfach mal, es ist, ich meine, heute ein anderer Prozess, weil ich es schon so lange mache. Aber es ist jetzt auch etwas, was gar nicht so einfach ist, dass man also bestimmte Tonfolge für einen Menschen channelt, der dann einen Namen hat, der auch klingt. Ja, das ist ja auch wichtig. Also das ist emotional etwas Wichtiges, Ja. dass du einen Namen hast, der klingt. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig und eine Tonfolge, die nicht richtig ist, kann auch vieles bewirken. Das muss man einfach wissen und deswegen ist dieser Akt des Ursprungsnamens kein einfacher. Da hast du natürlich einen großen Vorteil, weil du ja tatsächlich die Stimme hörst Ja. und Buchstabe für Buchstabe Ja, durchgegeben ja, bekommst. Genau. Also ich meine, heute ist es natürlich anders wie vor 20 Jahren. Heute weiß ich schon bei bestimmten Tönen so ungefähr, wie der Ursprungsname endet. Ja, oder wo dieses Ursprungslicht herkommt. Aber dennoch frage ich jedes einzelne Mal nach, um mich ja nicht zu vertun. Ja, das ist etwas, was einfach für mich, für meine Wahrhaftigkeit halt ist. Gell? Auch wenn ich es jetzt mittlerweile schon anders, also eine Fabiana kommt aus der Christusenergie, das weiß ich einfach, aber trotzdem frage ich nach. Ja? Und jetzt mal gleich die Frage, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass das jetzt so erscheint, jeder muss seinen Ursprungsnamen haben und sich den bei mir channeln lassen. Das ist ja auch mit Kosten verbunden, weil es ein zeitlicher Aufwand ist. Es reicht auch, wenn man sich letztendlich mit den Ursprungstöne verbindet, die man in sich trägt, auch wenn man sie nicht kennt. Also da ist auch wieder diese gewisse Absicht, dass man sagt, ich verbinde mich mit meinem Ursprung, mit meinen Tönen, mit meinen Prägungen und dann wird sich auch etwas tun. Wäre ja komisch, wenn nicht. Genau, wäre komisch, wenn nicht. Du bietest halt einfach ein Hilfsmittel an, damit es leichter ist. Ja, es ist auch etwas sehr Schönes. Ja. Also ich finde schon, dass es sehr schön ist, dass ich jetzt weiß, im irdischen Leben, meine Mama und mein Papa haben mich Sabine genannt und im Ursprung meines Entstehens bin ich eine Sangita. Das bedeutet mir schon sehr viel. Noch dazu, wo sich die Ursprungseltern niemals täuschen. Also die sehen ja diese Töne, diese Prägungen und das sind hohe Bewusstseinsebenen. Auf der irdischen Ebene, ich wäre eigentlich eine Rebecca. Klar. Ja, mein Papa es war eigentlich klar, dass ich Rebecca heiße und mein Papa hat es vergessen und hat dann gesagt Sabine. Genau, bei dem Eintragen in die Urkunde, ne? Genau. Und sowas gibt es halt bei der geistigen Welt nicht. Aber man kann auch sehen, weil Rebecca und Sangita passt nicht so gut zusammen, aber Sabine und Sangita ist schon ziemlich ähnlich, ne? Dass er sich da zum Positiven nee, vertan es war hat. eigentlich ein bisschen anders. Mein Papa, ich bin ja das jüngste Kind und mein Papa hat sich so gefreut, dass ich noch gekommen bin, dass er einfach in der Wartezeit, wo meine Mama entbunden hat, ein paar Schnäpschen getrunken hat und vor lauter Freude und dann Rebecca einfach vergessen hat. Und dann Sabine sich gedacht hat, hört sich doch gut an, Sabine. Ja, aber der Ursprungsname ist, also finde ich, also weißt Benni, es gäbe so vieles, was ich anbieten könnte. Mal ganz ehrlich, es gibt so vieles. Mache ich nicht. Also einmal überlege ich mir ganz genau, also was ist wirklich wichtig für die Menschen? Ja. Und was ist zeitlich auch für mich möglich? Also die zwei Komponenten kommen natürlich zusammen. Aber es gäbe so vieles, was ich anbieten könnte. Tue ich nicht. Also das. Was denn zum Beispiel? Nee. Also aber die Ursprungsnamen, das ist schon, finde ich, etwas Wichtiges. Also ich finde schon. Und etwas sehr Schönes. Und auch etwas, was auf der ganzen Welt verbindet. Also ich habe schon mal erzählt von der Todeszelle, der sich seinen Ursprungsnamen
channeln hat lassen, aber ich kenne auch, also natürlich kenne ich nur ein paar Geschichten von Tausenden von Geschichten, aber viele, die wirklich im Sterben liegen, haben nochmal nach ihren Ursprungsnamen gefragt. Es gibt so viele Geschichten, also dass auch die Herkunft, nicht nur der Name, sondern auch die Herkunft bei Menschen so viel bewirkt haben. Ja, voll. Und wieder eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Und du hast ja von meiner Geschwister auch den Ursprungsnamen gechannelt. Und Ruben, liebe Grüße erstmal an dich. Du hast ja so gerne die Bücher gelesen, Eragon zu einer Zeit. Und du hast nie gelesen. Und dann in der Zeit hast du auch deinen Ursprungsnamen channeln lassen. Und dann kam raus Dragon. So, das war schon eine schöne Übereinkunft. So, ich dachte, Wahnsinn. Das ist einfach nur ein Buchstabe anders. Eragon und Dragon. Was ja auch etwas auslöst dann, ne? In den Menschen in dem Augenblick. Ja. Also solche Sachen, da könnte ich so viel erzählen, also nicht nur über die Ursprungsnamen, sondern was einfach überhaupt Menschen, was sie erfahren oder Erfahrungen machen, wo sie total perplex sind. Das ist, gab es so einige Geschichten, die ich auch selber mitbekommen habe, wo ich dachte, Wahnsinn, gibt's ja gar nicht. Auf dem Seminar, wo wir waren in Hamburg, weißt du es noch, mit dem Schwert, Excalibur? Ich war nicht dabei, aber ich weiß es, ja. Genau. Du hast es erzählt. Das mit dem Krieger des Lichts. Genau. Der Freund von Fumi, ne? Genau, und der hat sich ein Schwert tätowieren lassen, ja, und war völlig perplex. Genau, er hat das Schwert tätowieren lassen, war auf deinem Seminar, dich das erste Mal gesehen und du hast ihm gesagt, du bist ein Krieger des Lichts und dann hat er seinen Pulli ausgezogen und hat gesagt, schau mal hinten auf meinen Rücken. So irgendwie war das, ne? Ja, und da gibt es so viele Geschichten und Erlebnisse und erinnert mich dann oft auch an die Zeit von meinem Lehrer, wo ich ja auch so viele Erlebnisse hatte, die mich letztendlich ja auch dahin gebracht haben, wo ich heute bin, ja. Also, aber zurück zu den Ursprungsnamen. Also ich finde es schon wesentlich und ich kann es auch im Lichtkörper sehen, wie oft der Ursprungsname sozusagen gebraucht wird oder wie sagt man da? Genutzt wird. Und verwendet. Man sieht schon Unterschiede im Lichtkörper, wenn jemand seinen Ursprungsnamen viel nutzt oder wenig nutzt. Und deswegen weiß ich auch, was es ausmacht. Also Ursprungsname ist eigentlich ein Verstärker für alles Spirituelle, was du machst. Das stimmt so, die Aussage, ne? Absolut. Also wirklich. Und dann kommt ja noch dazu, also auch dieses Verständnis natürlich, wo komme ich her? Also aus welcher Frequenz stamme ich? Also das finde ich auch sehr wesentlich, weil es da ganz große Unterschiede gibt. Gell? Also habe ich Ursprungseltern und ein Entstehungsfeld in der Frequenz der Sternensaat, trage ich völlig andere Töne in mir, als wie jemand von El Shaddai zum Beispiel. Und also wenn ich jetzt bei der Sternensaat bleibe, das sind oft sehr sensitive Wesen, die sehr gut im Fühlen sind, die sehr gut Energien bündeln können, die auch viel Heilkräfte in sich tragen, viele Prägungen der Heilung, waren viele Sirius, also sind dort geprägt worden, sind eng mit dem Christusfeld verknüpft. Das ist sehr schön, es sind wunderbare Menschen, also ein roter Faden. Es kommt natürlich noch die persönliche Prägung von den Eltern und der Erfahrung. Die Grundprägungen der Frequenz, aus der sie stammen. Genau. Und das, wenn es überhaupt so etwas gibt in der Dualität, das Negative ist halt, dass die sehr empfindlich sind, sehr sensitiv, also nicht so sehr belastbar. Ja. Was jetzt zum Beispiel Lichtkörpersymptome betrifft. Ja. Oder wenn sie Ungerechtigkeit sehen oder sind einfach nicht so sehr belastbar wie jetzt zum Beispiel Shekinah oder so. Die sind sehr, sehr belastbar, sehr loyal. El Shaddai ist wieder sehr, die sind sehr kraftvoll, männlich, mutig. Mutig. Das sind die vor allen Dingen, mutig. Ja. Und ja, und so, also das alles spielt halt einfach eine Rolle und auch die Bedeutung des Ursprungsnamen. Also man versucht ja dann, also das war der zweite Schritt mit den Ursprungsnamen,
Also da mal wieder Ashtar-Schiff, was wir schon hatten. Ja. Warum bin ich eine Sternenwanderin? Dort wurde es entschieden, den Ursprungstönen auch eine Bedeutung zu geben, weil das einfach für die Menschen emotional sehr wichtig ist. Also du channelst ja immer den Ursprungsnamen und die Bedeutung des Ursprungsnamens. Genau. Und die Bedeutung des Ursprungsnamens channelst du nur, weil du einmal auf dem Ashtar-Schiff warst und erzählt hast, wie wichtig das wäre, noch eine Deutung zu bekommen. Genau. Für die geistige Welt wäre es jetzt nicht wichtig, diese Bedeutung. Aber ich wusste halt, dass das schon eine Bedeutung für die Menschen ist. Und das ist halt mit der geistigen Welt, muss man das halt auch, also ich habe es ja in einem vorherigen Podcast gesagt, ein liebendes Licht mit sehr hohem Bewusstsein, was noch nie in der Dualität war, kennt halt vieles nicht. Und diese Emotionalität, dass einen was so berührt, dass man damit sich dann mehr verbindet, das war eben ein Gesprächsthema. Und so ist es dann entschieden worden. Und ich weiß auch, dass es den Menschen viel bedeutet. Das sehe ich ja bei den Abenden, wie immer gefragt wird. Mein Ursprungsnamen lautet die Bedeutung. Was heißt das genau? Was soll das genau bedeuten? Genau. Und das ist halt auch schwer, weil die Bedeutung der Bedeutung. Die Bedeutung der Bedeutung. Und ich verstehe es auch und ich verstehe es auch beim Lebenssatz. Also das ist auch etwas, was ich channelt für die Leute, einen Lebenssatz, der ihnen mitgegeben worden ist als Grundton in diesen Prägungen, was wichtig ist, was auch in jedem Zeitzyklus, in jeder Epoche und in jeder Inkarnation taucht dieser Satz in seiner Bedeutung in dir auf. Und trotzdem ist es nur ein Satz aus einem Energiefeld, wo so viel mehr ist, wie jetzt dieser eine Satz. Aber ein Satz aus einer großen Schale. Ich habe mir halt gedacht, besser einen Satz als wie gar nichts, weil ich schon weiß, dass das eine große und tiefe Bedeutung hat. In jeder Inkarnation wirst du damit konfrontiert werden. Und natürlich wollen die Leute begreifen, was bedeutet jetzt dieser Satz. Und manche freuen sich unglaublich über diesen Lebenssatz. Und manche hadern auch damit, weil sie sagen, meiner ist so kurz. Aber es kommt nicht auf die Länge und auf die Kürze an. Also es ist einfach die tiefe Bedeutung, die dahinter steht. Aber ich verstehe natürlich, dass die Leute manchmal das einfach gern besser verstehen würden, aber besser kann man es halt, also ich kann nicht tausende von Ursprungsnamen oder Lebenssätze so beschreiben, dass ein Mensch sie versteht. Und wie gesagt, wird eine Frage beantwortet, braucht man die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung. Wachsen 5 weitere Fragen nach. Ist ja alles total schön, das zu bekommen. Ja, sehr. Es ist ja ein Blick jenseits des Schleiers, der tief in der Seele berührt. Ich finde auch, das gibt dem ganzen menschlichen Leben einen Sinn. Voll. Also da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, über diese Sinnhaftigkeit. Und ich habe mich als Kind schon gefragt, was der Sinn eigentlich des Lebens ist, obwohl ich ein sehr glückliches Kind war. Ja, mit tollen Eltern, toller Familie, tollen Großeltern. Und trotzdem, ich war noch ganz jung, ganz klein, habe ich mich schon gefragt, warum bin ich da? Ja. Was bedeutet es? Und diese Sinnhaftigkeit, finde ich, erfährt man oftmals durch den Ursprungsnamen. Also auch, dass man weiß, man hat Ursprungseltern. Also das heißt ja nicht, dass die eigentlichen Eltern keine tiefe Bedeutung haben. Aber es gibt halt die Erschaffungseltern oder eben die Ursprungseltern. Und ich finde schon, wenn man da einen tiefen Bezug hat, da sollte man sich ja auch oft verbinden mit den Ursprungseltern, weil du dann in dieses Ursprungsfeld sozusagen ein Stück weit ein energetischer Abdruck von dir dorthin geht. Und dort kannst du dann ganz viel Energie aufnehmen, was deine Ursprungseltern tragen. Also da muss man sich mal vorstellen, also die sind ja beseelt mit Fähigkeiten, mit Tönen, mit Bewusstsein, mit was in den Ursprungseltern alles eingebettet ist. Und dann, wenn du dorthin reist, wird vieles auf dich übertragen.
weil es eben deine Ursprungseltern sind. Und das finde ich ist schon eine Reise oder eine Verbindung wert, also dass man sich zumindest energetisch mit diesen Ursprungseltern verbindet. Finde ich schon wichtig. Also das, was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen möchte, dass auch dein irdischer Name natürlich eine Bedeutung hat. Ja? Aber das siehst du ja mit Sabine oder Rebecca. Aber es hat trotzdem eine Bedeutung. Aber ich bin mal gefragt worden und das finde ich jetzt, das möchte ich noch gern den Leuten mitteilen, warum ich mich oft Biene nenne oder warum du jetzt auch nicht zu mir Sangita sagst. Also bei mir ist es so, dass ich in großen Teilen meines Lebens als Sangita wirke und Sangita bin und in meiner Arbeit so verbunden bin, dass diese Energie von Biene sehr entrückt ist. Und diese wenige Zeit, die mir bleibt, da nenne ich mich dann auch Biene. Und genießt es, der Mensch Biene zu sein. Ja, natürlich. Also in meinem Fall ist es ja nochmal ein bisschen was anderes über die anderen Menschen und ja, das genieße ich dann. Ja, ich freue mich auch, ein Benny zu sein. Ja, Benny. Liebe Biene. Dann beenden wir diesen Podcast. Genau, hat mich gefreut. Vielen Dank. Mich hat es auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Benny.